something celebrated in 1989. They'll also say they're just government. Okay, this building has also, however, undergone some big changes since the mine closed in 1974. By that point, the copper that Britannia was producing was still important to our world, but was not as valuable as it once was, as newer and even more sophisticated mines had started replacing Britannia as global producers. It also probably didn't from where you're sitting. What? I'm in the uppermost level of the mill. The milling process began with the arrival of train cars loaded with ore from somewhere within the mines, 240 kilometers in tons. Then the train cars empty their loads into receiving bins below the tracks. The first task was to break up the large chunks of ore in a... Good? Okay, so the skip. The skip is a kind of sloping freight elevator used to carry the heavy equipment up to all the various levels. But workers riding it, that was absolutely forbidden. It was just too dangerous. Even empty, the skip weighs 3 tons. 15 tons with a full load. Imagine if it would break free. Anything in its path, like right where you're sitting now, just... Well, fortunately that never happened. Anyway, there was plenty of other things going on here. For one, they were always repairing equipment or installing something new to improve the concentration process. Sometimes a particularly stubborn boulder would get caught in one of the receiving bins and have to be cleared before the next train arrived. And up there, the shift foreman would be told when they needed to deal with it, with a well-placed stick of dynamite. And once in a while, that even blew out the upper row of windows. Fire in the hole! Okay, that's got it. And here comes the ore train. Let's start the conveyor belts. And now for the jaw crusher. And the cone crushers. Now for the ball mills. On to the flotation tanks. Dewatering. Everybody okay? How about we just keep that last part between us? Okay? Okay. So, on November 1st, 1974, they shut down Britannia Mine and Mill Number 3 fell silent. Gone too was the beacon that had shone each night over Howe Sound. For the community that had always been there to serve the mine, the darkness and silence must have been strangely disquieting. You know what? I'm gonna leave you with the words of a longtime Britannia resident who put it much better than I ever could. Can I tell you the first time it really struck me that this place was gone? They decided in '74 to shut it down because it was costing too much to get the ore out and it wasn't profitable. One day I went to Squamish grocery shopping and when I came back to the mill, the concentrator was dark. And I sat up on the bluff and I couldn't come home because I was crying so hard. It was the saddest thing. I'd never seen the mill building without lights in it. And that's when I knew it was over after being here for so many years. So the people had to move on. But
the building itself remains, a testament to all who lived and worked here. And today it's a National Historic Site. So I hope next time you're driving by, you might have a better understanding of what happened inside this amazing old building leaning against the mountainside. But not everything that happened, because some of that stays between us, right? Thanks for coming. Ja, wir sind hier bei den Shannonfalls. Ein schon imposanter Wasserfall. Dachte mir soeben, kann auch mit den isländischen schon mithalten. Ist schon was geboten hier. So, wir fahren jetzt nordöstlich auf der BC für British Columbia 99 Nord. Hier durch das Tal durch. Es ist nicht mehr viel Verkehr. Wir sind derzeit auf 1000 Meter Höhe. Hatten auch schon jetzt einen ganz schönen Schneemengen gesehen. Dauert natürlich hier scheinbar auch sehr lange, bis alles abschmilzt. Und ihr seht rechts von uns immer wieder Bäume, die hier abgebrochen sind, und links von uns ist ein Fluss, der ein bisschen mit Stromschnellen unterwegs ist. Aber nach dem gestrigen Regentag heute wieder herrlich blauer oder blau-weißer bayerischer Himmel. Über Kanada. Und wir kommen schon langsam aber sicher immer weiter Richtung Landesinnere, Richtung bitte von Kanada. Dauert natürlich alles seine Zeit, weil es ja ein riesen Land. Aber ich habe ja Zeit. Imposante Felsformationen. Ja, wir sind immer noch auf der British Columbia, BC 99 Nord. Das sind schon imposante Berge und Felsformationen da. Es geht auch imposant runterwärts, also so ist es nicht. Mit Gefälle von 17%. Langsam aber sicher wieder den Richtung Normal Null. Wahnsinn. Schon schön. Schon schön. Sind schon Aussichten hier.
Bergwelt vor uns. Faszinierend. Faszinierend, würde ich sagen. So. Was hier gemacht wird, keine Ahnung. Machen die hier Filmaufnahmen? Vielleicht. In dieser herrlichen Bergwelt ohne weiteres möglich. Also wer Kanada hier bereist, von Vancouver kommend, dann weiter in den Norden, kann man nur empfehlen, diese BC für British Columbia 99 Nord zu nehmen und nicht das, was viele Reiseveranstalter auch Seabridge machen, über die Autobahn ein Stück weiter rechts nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Autobahn das sieht, was man hier zu sehen bekommt. Jetzt wieder eine ganz andere Landschaft, aber deswegen auch genauso wunderschön. Das Rot, das Grün, faszinierend. Und das Tal, in das wir hinunterfahren, mit dem Fluss oder River Fraser. River Fraser. So, jetzt sind wir mittlerweile auf der BC 97 North unterwegs. Ja, und so hier, wie man sich Kanada vorstellt. Weit Wald. Und wenn man auf den Plan schaut, links und rechts immer wieder sehen, sind da sehr viele RVs, Place, aber oft auch noch geschlossen. Und ich habe eigentlich keine Lust, in ein Place zu gehen. Ich wollte dann einmal schauen, wenn wir in der Rest Area kommen, die sind auf der Anstelle von der Straße weg. Und da ist oftmals auch das Parken nicht verboten, dass ich wieder sowas finde. Ja, und so rollt es eigentlich dahin. Mal so die nächste Stunde nach einem Stadtplan suchen. Wir haben jetzt nur, wenn so zur Info, 17:30 ungefähr.